Hallo, heute möchte ich mit euch diesen niedlichen Mickey Maus Kopfball machen. Ihr benötigt folgenden Farben: Schwarz, Weiß, Rot und Beige. Von der Schwarz habe ich 50 Gramm, von den anderen Farben habe ich 25 Gramm, die Nadelstärke 3 und diese Füllwatte. Die zeige ich euch mal kurz. Na, geh auf. Und zwar habe ich mich für dieses Füllmaterial entschieden, Teddy-Füllwatte, Puppenfüllwatte. Ich habe, wie gesagt, von den Farben 50 Gramm von Schwarz, den Rest 25 Gramm und wir fangen mit dem Kopf an. Als erstes macht ihr einen Magic Ring, einen Fadenring. In meinem anderen Video ist erklärt, wie dieser funktioniert und arbeitet in diesem Ring 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Den Ring schließen und mit einer Kettmasche anketten. Runde 1, 6 feste Maschen. 2 Luftmaschen für die erste feste Masche arbeiten. Dann verdoppeln wir jede feste Masche, dass wir insgesamt 12 feste Maschen in Runde 2 haben. Jede Masche wird verdoppelt, 12 feste Maschen in Runde 2. Runde 2, jede feste Masche wird verdoppelt, 12 feste Maschen. Mit einer Kettmasche anschlingen. Runde 2 beendet. Nun arbeiten wir Runde 3. Wir schlagen wieder 2 Luftmaschen an. Und jede zweite feste Masche wird hier verdoppelt. Jede zweite feste Masche verdoppeln wir. Dann haben wir insgesamt 18 feste Maschen in Runde 3. Mit einer Kettmasche anschlingen. Runde 3 beendet. 18 feste Maschen. Nun folgt die vierte Runde. Wir schlagen wieder 2 Luftmaschen für die erste feste Masche an und arbeiten jede dritte feste Masche doppelt. Jede dritte feste Masche wird verdoppelt. Somit haben wir insgesamt dann 24 feste Maschen gearbeitet. Mit einer Kettmasche schließen. Runde 4 beendet. 24 feste Maschen.
Nun folgt die Runde 5. 2 Luftmaschen wieder für die erste feste Masche arbeiten. Jede vierte feste Masche wird verdoppelt. Jede vierte Masche wird verdoppelt. Insgesamt 30 feste Maschen in Runde 5. Mit einer Kettmasche schließen. Runde 5, 30 feste Maschen. Nun folgt die Runde 6. Wir schlagen wieder 2 Luftmaschen an für die erste feste Masche. Jede fünfte Masche wird hier verdoppelt. Jede fünfte Masche machen wir 2 feste Maschen in dieselbe Lücke. Insgesamt 36 feste Maschen in Runde 6. Mit einer Kettmasche schließen. Runde 6, 36 feste Maschen. Nun kommt Runde 7. Hier wird jede sechste Masche verdoppelt. Jede sechste Masche wird verdoppelt in Runde 7. Insgesamt 42 feste Maschen. Mit einer Kettmasche schließen. Runde 7, 42 feste Maschen. Jetzt folgt die Runde 8. 2 Luftmaschen wieder für die erste feste Masche arbeiten. In Runde 8 wird jede siebte feste Masche verdoppelt. In jede siebte Masche 2 feste Maschen arbeiten. In Runde 8 insgesamt 48 feste Maschen arbeiten.
mit einer Kettmasche schließen. Runde 8, 48 feste Maschen. Jetzt folgt die Runde 9. Zwei Luftmaschen wieder für die erste feste Masche arbeiten. In der Runde 9 wird jede achte Masche verdoppelt, jede achte feste Masche verdoppeln. Dann haben wir in Runde 9 54 feste Maschen gearbeitet. Mit einer Kettmasche wieder schließen. Runde 9, 54 feste Maschen. Nun folgt die Runde 10. Jede neunte Masche wird hierbei verdoppelt. Jede neunte Masche in Runde 10 verdoppeln wir, haben dann insgesamt 60 feste Maschen gearbeitet. Mit einer Kettmasche schließen. Runde 10, 60 feste Maschen gearbeitet. Nun folgt die Runde 11, das letzte Mal, dass wir zunehmen. Zwei Luftmaschen arbeiten wir für das erste Stäbchen. Jede 10. Masche wird in dieser Runde verdoppelt. Somit erhalten wir 66 feste Maschen in Runde 11. So, und nun folgt die Runde 12 bis 21. Ich habe mir einen Marker geholt, um mir die Runden zu markieren. Die Runde 12 bis 21 arbeiten wir nun 66 feste Maschen. Runde 12 bis 21 nach oben arbeiten, jede Masche einzeln. Insgesamt immer 66 feste Maschen pro Runde. Runde 12 bis 21. Nun arbeiten wir ab der Runde 22 weiter und beginnen mit der Abnahme. Wir haben nun von der Reihe 12 bis zur Reihe 21 haben wir hochgearbeitet. Ich mache meinen Marker mal heraus.
Nun beginnt die Runde 22. Jede 10. und 11. Masche wird darin zusammen abgehäkelt. Jede 10. und jede 11. Masche häkeln wir dann zusammen ab. Das heißt, wir haben in der 22. Runde dann 60 feste Maschen in der Runde gearbeitet. Das heißt, insgesamt 6 Mal wird eine Abnahme stattfinden. Die zeige ich euch dann, wie man diese sauber arbeiten kann, dass man sie von außen nicht erkennt. Das heißt, wir stechen nur in die vordere Schlaufe der Masche ein. Ich hoffe, man kann es gut erkennen, es ist schwarz. Nur in die beiden vorderen Schlaufen einstechen, Faden durchholen, komplett durchziehen. So sieht man von beiden Seiten die Abnahme nicht, ansonsten hat man solche Bubbel. Man sticht, wie gesagt, bei der Abnahme immer nur in die vorderen Schlaufen der Masche ein, der 10. und der 11. und macht somit die Abnahme insgesamt 6 Mal. Runde 22, insgesamt 60 feste Maschen arbeiten. Mit einer Kettmasche schließen, Runde 22 mit Abnahme, 60 feste Maschen gearbeitet. Nun folgt die Runde 23. In dieser werden wir wieder abnehmen, und zwar nehmen wir in dieser Runde die 9. und die 10. Masche zusammen ab. Das heißt, wir haben dann insgesamt in der Runde 23 54 feste Maschen gearbeitet, die jede 9. und 10. Masche zusammen abhäkeln. Insgesamt 54 feste Maschen in Runde 23. Mit einer Kettmasche schließen, Runde 23, 54 feste Maschen gearbeitet. Nun folgt die Runde 24. In Runde 24 häkeln wir jede 8. und 9. Masche zusammen. In Runde 24 jede 8. und 9. Masche zusammen abhäkeln. Insgesamt 48 feste Maschen arbeiten. Mit einer Kettmasche dann schließen wir die Runde 24.
24, haben 48 feste Maschen gearbeitet. Nun folgt die Runde 25. In der Runde 25 nehmen wir die 7. und die 8. Masche zusammen ab. Jede 7. und jede 8. Masche wird zusammen abgehäkelt. Insgesamt 42 feste Maschen in Runde 25 arbeiten. Mit einer Kettmasche schließen, Runde 25, 42 feste Maschen gearbeitet. Nun folgt die Runde 26. Jede 6. und 7. Masche wird hier zusammen abgehäkelt. Runde 26, jede 6. und 7. Masche zusammen abhäkeln. Insgesamt 36 feste Maschen in Runde 26. Mit einer Kettmasche schließen. Nun folgt die Runde 27. Jede 5. und 6. Masche werden hierbei zusammen abgehäkelt. In der Runde 27 jede 5. und 6. Masche zusammen abhäkeln. Insgesamt 30 feste Maschen arbeiten in der Runde 27. Nun folgt die Runde 28. Erstmal schließen wir das Ganze mit einer Kettmasche, haben Runde 27 30 feste Maschen gearbeitet. Nun folgt die Runde 28. Ich hole mir mal einen Marker, da das Ganze immer enger wird und ich es sehr kompliziert finde, meinen Anfang zu finden. Einen Moment. So, jetzt haben wir die Runde 28. In der Runde 28 wird jede 4. und 5. Masche zusammen abgehäkelt. Insgesamt 24 feste Maschen arbeiten. Jede 4. und 5. Masche zusammen abhäkeln. Warten, ganz kurz meinen Marker festmachen, damit ich meinen Anfang wieder finde. Wie gesagt, jede 24. feste Masche wird hier
jede vierte und fünfte wird hier zusammen abgehäkelt, insgesamt 24 feste Maschen arbeiten. Jetzt kann der Marker wieder ab, ich bin am Ende angelangt. Mit einer Kettmasche schließen wir Runde 28 mit 24 feste Maschen. Nun folgt die Runde 29, das letzte Mal, dass wir eine Abnahme machen, bevor wir es füllen. Und zwar wird hier jede dritte und vierte Masche zusammen abgehäkelt, insgesamt 18 feste Maschen in Runde 29 arbeiten. Jetzt bin ich wieder gleich am Ende angelangt, Marker kann ich wieder rausnehmen. Und Runde 29, 18 feste Maschen. Ich ziehe mir jetzt den Faden etwas länger, damit es nicht rausflutscht, während wir den Ball nun befüllen müssen. Wir haben insgesamt 29 Maschen hochgearbeitet. Ich hole mir meine Füllwatte. Ich habe noch ein Essstäbchen mir geholt, damit ich das Ganze schön fester ausstopfen kann. Wir formen uns während des Ausstopfens den Ball auch, dass er schön rund wird. Ja, passt auf, dass ihr den Faden nicht verliert, weil wir werden dann noch eine Runde 30 häkeln. Nun stopfen wir mal alles schön voll. Wenn ihr das Ganze schön stramm gefüllt habt, werdet ihr den Ball nur etwas rund formen müssen mit den Händen. Formt euch das Ganze schön zurecht. Und danach folgt Runde 30. Nun folgt die Runde 30. Hierbei arbeiten wir nur mit Kettmaschen. Jede zweite und dritte feste Masche wird zusammengearbeitet. Insgesamt hat man dann 12 feste Maschen in der Runde 30. Jede zweite und dritte Masche zusammen abmaschen 12 feste Maschen bzw. 12 Kettmaschen in
Runde 30. Danach können wir den Ball zunähen, das zeige ich euch dann auch gleich. Mit einer Kettmasche schließen, den Faden lang. Jetzt hole ich mal kurz meine Nadel. Den Faden abschneiden, schön lang lassen, damit wir Faden haben zum Vernähen. Einmal durch die Schlaufe ziehen. Und dann können wir den Ball zunähen und haben somit eigentlich die Kugel dann schon beendet. Den Faden vernähe ich jetzt noch. Somit kann ich das Ganze abschneiden. Und dann haben wir den Kopf von Mickey Maus fertig. Bis zum nächsten Video. Tschüss.